beim Ausfüllen des Antrags auf Aufenthaltstitel. Hallo Anna, wohin gehst du heute so früh? Hallo Max, ich gehe zum Ausländeramt in der Berliner Straße 12. Ach so, machst du heute deinen Antrag auf Aufenthaltstitel? Ja, ich habe einen Termin um 9 Uhr. Hast du alle Dokumente dabei? Ich glaube ja. Pass, Mietvertrag und Fotos. Fotos? Meinst du die biometrischen? Ja, genau. Die habe ich gestern für 8 Euro machen lassen. Super. Und brauchst du auch eine Meldebescheinigung? Oh, stimmt. Die habe ich noch nicht. Weißt du, wo ich sie bekomme? Im Bürgeramt am Alexanderplatz. Es ist ab 8 Uhr offen. Dann schaffe ich das heute nicht mehr vor 9 Uhr. Frag doch im Ausländeramt, ob du die Bescheinigung nachreichen kannst. Gute Idee, danke. Ich hoffe, das ist möglich. Bestimmt. Die Leute dort sind meistens freundlich. Wie lange dauert das normalerweise? Bei mir waren es etwa 20 Minuten. Das klingt gut. Danach gehe ich vielleicht einen Kaffee trinken. Bei Café Blau? Da kostet ein Cappuccino nur 3 Euro. Ja, das kenne ich. Danke für den Tipp, Max. Kein Problem. Viel Erfolg heute. Danke. Einen schönen Tag dir. Dir auch. Tschüss. In der U-Bahn. Guten Tag. Entschuldigung, fährt diese Linie zum Brandenburger Tor? Guten Tag. Nein, das ist die U7. Zum Brandenburger Tor müssen Sie die U5 nehmen. Ach so, verstehe. Muss ich an Wittenbergplatz umsteigen? Genau, an Wittenbergplatz steigen Sie um in die U1 Richtung Warschauer Straße. Perfekt, danke. Ist es weit von hier? Nein, nur 2 Stationen. Gut. Wissen Sie, wie oft die U-Bahn fährt? Alle 3 bis 4 Minuten, sehr schnell. Super! Kann ich das Ticket hier kaufen? Ja, dort vorne sind die Fahrkartenautomaten. Und wie viel kostet ein Ticket? 3 Euro, gültig für 2 Stunden. Gut, ich nehme eins. Kann man mit Karte zahlen? Ja, auch kontaktlos. Perfekt. Muss ich das Ticket entwerten? Ja, bitte in der gelben Entwertungsmaschine. Sehr praktisch. Ich fahre das erste Mal nach Berlin und möchte das Brandenburger Tor besuchen. Wirklich? Dann sollten Sie auch im Tiergarten spazieren gehen. Die Aussicht ist sehr schön. Ja, das mache ich. Hoffentlich regnet es nicht. Heute soll es bis zum Nachmittag sonnig sein. Perfektes Wetter. Gut zu wissen. Ah, hier ist Wittenbergplatz. Ja, hier müssen Sie aussteigen und umsteigen. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Gute Fahrt und viel Spaß. Im Restaurant. Guten Abend. Haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Guten Abend. Ja, natürlich. Möchten Sie drinnen oder draußen im Biergarten sitzen? Draußen bitte. Es ist warm heute Abend. In Ordnung, kommen Sie bitte mit. Hier ist Ihr Tisch. Danke. Können wir die Speisekarten bekommen? Natürlich, hier bitte. Möchten Sie gleich etwas trinken? Ja, eine Flasche stilles Wasser und ein kleines Bier bitte. Sofort. Hier sind das Wasser und das Bier. Sind Sie bereit zu bestellen? Ja, als Vorspeise nehmen wir eine Kartoffelsuppe. Sehr gut. Und als Hauptgericht? Ich nehme eine Bratwurst mit Sauerkraut. In Ordnung. Möchten Sie auch einen Salat?
Ja, einen gemischten Salat. Sehr gut. Und etwas zum Essen dazu? Ein Glas Weißwein bitte. Sofort. Schmeckt Ihnen das Essen? Ja, sehr, die Bratwurst ist ausgezeichnet. Das freut mich. Möchten Sie einen Nachtisch? Ja, haben Sie Apfelstrudel? Ja, hausgemacht. Perfekt, wir nehmen einen zum Teilen. Gerne. Möchten Sie etwas zum Nachtisch trinken? Einen Espresso bitte. Hier sind der Apfelstrudel und der Kaffee. Danke. Wie viel kostet alles zusammen? 30 € bitte. Hier bitte. Danke, hier ist Ihr Wechselgeld. Vielen Dank. Es war alles sehr lecker. Beim Arzt. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen und etwas Fieber. Verstehe. Seit wann haben Sie diese Symptome? Seit gestern Abend. Haben Sie auch Halsschmerzen oder Husten? Ja, mein Hals ist ein bisschen rot und ich huste etwas. Haben Sie Medikamente genommen? Nur eine Tablette Paracetamol. Gut, ich messe jetzt Ihre Temperatur. In Ordnung. Sie haben 38 Grad, also etwas Fieber. Ist es schlimm? Nein, es sieht nach einer leichten Grippe aus. Soll ich zu Hause bleiben? Ja, ruhen Sie sich 2 bis 3 Tage aus. Darf ich warmen Tee trinken? Ja, Tee, Honig und viel Wasser. Brauche ich weitere Medikamente? Ja, ich verschreibe Ihnen einen Hustensaft und Lutschtabletten für den Hals. Kann ich das ohne Rezept in der Apotheke kaufen? Ja, das bekommen Sie in jeder Apotheke. Muss ich zur Kontrolle wiederkommen? Nur wenn das Fieber in 3 Tagen nicht weg ist. Gut, Frau Doktor. Kann ich am Montag wieder arbeiten? Ja, wenn Sie sich besser fühlen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Schonen Sie sich und halten Sie sich warm. Ich werde es tun. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Über Kinder sprechen. Hallo, wie geht's? Hallo. Gut, danke. Und dir? Gut, aber ein bisschen müde. Mein Sohn schläft nachts nicht gut. Oh, das kenne ich. Meine Tochter wacht auch oft auf. Wie alt ist dein Sohn? Er ist 18 Monate alt. Und deine? Sie ist fast 2 Jahre alt. Sehr lebhaft. Mein Sohn ist ruhiger, aber er schläft nie länger als 6 Stunden. Macht er tagsüber ein Nickerchen? Ja, 1 Stunde nach dem Mittagessen. Meine auch, von 14 bis 15 Uhr. Danach spielt sie viel. Wo spielt sie meistens? Zu Hause und im Park in der Nähe der Schillerstraße. Da gibt es eine kleine Rutsche. Ah ja, wir waren dort einmal. Schöner Ort. Stimmt. Sie spielt auch gern mit Bausteinen. Mein Sohn liebt Bücher mit Tieren. Er schaut sie jeden Abend an. Wie schön. Und ist er gut? Nicht immer. Manchmal will er nur Nudeln. Ja, meine auch. Aber sie liebt Joghurt und geriebener Apfel. Mein Sohn mag lieber die Banane. Trinkt er Milch vor dem Schlafengehen? Ja, eine kleine Tasse gegen 9 Uhr. Genau wie meine. Danach schläft sie besser ein. Stimmt. Wo kaufst du die Windeln? Meistens im Aldi, die sind günstiger. Gute Idee. Ich gehe morgen auch hin. Wollen wir uns mal am Nachmittag im Park treffen? Gern.
Morgen um 5? Perfekt. Ich bringe ein paar Kekse für die Kinder mit. Wie lieb. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Auf dem Markt. Guten Tag. Kann ich bitte Zucchini bekommen? Guten Tag. Natürlich. Wie viel möchten Sie? 1 Kilo, danke. Ich möchte Ofengemüse machen. Gute Wahl. Die Zucchini sind heute sehr frisch. Perfekt. Geben Sie mir bitte auch 2 Auberginen und eine gelbe Paprika. Ja, hier bitte. Möchten Sie auch reife Tomaten? Ja, 3 große Tomaten bitte. Gut. Brauchen Sie auch eine Zwiebel? Ja, eine große. Ich mache ein Rezept mit Olivenöl und etwas Salz. Sehr lecker. Möchten Sie auch Obst für ein Dessert? Ja, ich möchte einen Obstkuchen machen. Dann brauchen Sie Erdbeeren, Kiwis und vielleicht einen Pfirsich. Ja, genau. Eine halbe Schale Erdbeeren, 2 Kiwis und einen Pfirsich. Hier bitte. Die Erdbeeren kosten 4 € pro Kilo. In Ordnung? Ja, perfekt. Wie viel macht es insgesamt? 10,80 €. Gut, hier sind 11 €. Danke. Hier sind 20 Cent zurück. Vielen Dank, alles ist sehr frisch. Danke Ihnen. Das Gemüse kommt vom Bauernhof in der Nähe von Dortmund. Oh, schön, dann ist es wirklich regional. Ja, natürlich und ohne Chemie. Super, ich komme auf jeden Fall wieder. Danke, gutes Kochen und einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Über Depression sprechen. Hallo, wie geht's dir heute? Hallo. Ehrlich gesagt, nicht so gut. Oh, das tut mir leid. Was ist los? Ich fühle mich seit einiger Zeit sehr traurig und müde. Verstehe, schon lange? Ja, seit ein paar Monaten. Ich habe keine Lust rauszugehen oder Leute zu sehen. Hast du mit jemandem gesprochen? Vielleicht mit einem Arzt? Ja, ich war letzte Woche bei meinem Hausarzt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass ich eine leichte Depression habe. Das tut mir sehr leid. Und was musst du jetzt machen? Ich nehme leichte Medikamente und habe Gespräche mit einer Psychologin. Wo gehst du zur Therapie? In eine Praxis jeden Dienstag um 17 Uhr. Fühlst du dich schon etwas besser? Ein bisschen, ja. Das Gespräch hilft mir sehr. Das ist gut. Machst du auch etwas Bewegung? Ich versuche jeden Tag im Park zu laufen, auch nur 20 Minuten. Sehr gut. Bewegung hilft auch dem Kopf. Ja, und ich versuche besser zu schlafen und gesund zu essen. Ich verstehe dich. Ich fühle mich auch manchmal schlecht, aber spazieren gehen und reden hilft wirklich. Du hast recht. Es ist wichtig, nicht allein zu bleiben. Genau. Wenn du willst, können wir morgen nach der Arbeit einen Kaffee trinken. Das würde ich sehr gern. Danke. Perfekt. Dann sehen wir uns um 6 im Café am Hauptbahnhof. Gut, danke fürs Zuhören. Kein Problem. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Guten Tag. Ist das hier der Markt für Gebrauchtwagen? Guten Tag. Ja, natürlich. Willkommen. Suchen Sie ein bestimmtes Auto? Ja, ich möchte ein kleines Auto, günstig und leicht zu parken. Verstehe. Schauen Sie. Wir haben einen VW Polo von 2018 in sehr gutem Zustand. Ah, interessant. Wie viele Kilometer hat er?
Ungefähr 60.000. Und wie viel kostet er? 5.000 Euro mit einem Jahr Garantie. Gut. Kann ich ihn aus der Nähe sehen? Natürlich, er steht dort vorne, der Weiße. Sehr sauber. Ist der Motor Benzin oder Diesel? Benzin. Der Verbrauch ist niedrig. Etwa 5 Liter pro 100 Kilometer. Gut. Darf ich mich hineinsetzen? Ja, natürlich, öffnen Sie einfach. Er ist bequem, gefällt mir. Hat er Klimaanlage? Ja, und auch ein Radio mit Bluetooth. Perfekt. Kann ich eine kleine Probefahrt machen? Ja, kein Problem. Ich brauche nur Ihren Führerschein. Hier ist er. Gut, Sie können 10 Minuten fahren. Er fährt wirklich gut. Der Motor ist sehr leise. Ja, es ist ein gutes Auto. Ideal für die Stadt. Wenn ich ihn heute kaufe, wann kann ich ihn abholen? Morgen früh nach 9 Uhr. Super. Kann ich per Überweisung bezahlen? Ja, natürlich. Dann nehme ich ihn. Perfekt. Ich bereite alles für morgen vor. Danke, Sie waren sehr freundlich. Danke Ihnen. Einen schönen Tag und gute Fahrt mit dem neuen Auto. Danke, auf Wiedersehen. Beim Basketballspiel. Hallo, du bist auch zum Spiel gekommen? Hallo. Klar, das wollte ich nicht verpassen. Es beginnt um 7:30, oder? Ja, gleich geht's los. Wo sind unsere Plätze? Block B, Reihe 5, Plätze 12 und 13. Perfekt, von hier sieht man das Spielfeld gut. Ja, wir sind nah am Korb. Schau, die Spieler machen sich warm. Sie laufen, passen den Ball, werfen. Magst du diese Mannschaft? Sehr, ich sehe mir immer die Spiele in der Stadt an. Ich bin zum ersten Mal in der Halle hier. Dann wirst du sehen, hier ist immer tolle Stimmung. Oh, das Spiel beginnt. Los, Heimteam! Super! Sie haben gleich 2 Punkte gemacht. Ja, ein toller Wurf unter dem Korb. Achtung, jetzt greifen die Gegner an. Oh nein, sie haben 3 Punkte aus der Distanz gemacht. Hörst du? Das Publikum pfeift. Ja, aber unsere Mannschaft spielt gut weiter. Schau, Nummer 7. Er ist sehr schnell. Das ist der beste Spieler, er macht immer viele Punkte. Bravo, ein wunderschöner Korb. Ja, jetzt steht es 10:8 für uns. Wie viele Viertel gibt es? 4 Viertel à 10 Minuten. Gut, das Spiel ist lang. Wir können immer aufholen. Ja, man muss nur gut verteidigen und laufen. Ich mag die Stimmung hier. Alle jubeln zusammen. Ja, es ist wie ein großes Fest. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Kein Problem, gern geschehen. Dann wünsche ich dir ein tolles Spiel. Dir auch und auf geht's, unsere Mannschaft.